Es geht weiter nach Den Helder. Ich starte jetzt die Motoren. Wir hatten ja gestern wieder das Problem, dass wir hier mit einer Maschine reinfahren mussten, weil der rechte Motor nicht ansprang. Gestern Abend sprang er wieder an und heute Morgen wird es spannend. Wir lassen die ein bisschen warm laufen. Das ist hier die automatische Vorglühung, die der Motor hat. Das soll man normalerweise 50 Sekunden machen und dann kann man starten. Springt an. Springt an. Perfekt, Gott sei Dank laufen die Motoren. Um 10 macht der Hafenmeister die Brücke auf und dann geht es weiter. Der Strom ist hier besonders. Wir müssen da runterkriechen, das ist für Rentner. Das ist für Rentner nicht ganz so einfach. Vor allem braucht man beide Hände. Könnt ihr da unten die Klappe sehen? Also das ist ein bisschen doof gemacht. Das hat selbst der Hafenmeister schon gesagt. Das ist für jemanden, der sich nicht richtig bewegen kann, schwierig. Man braucht beide Hände, muss sich auf den Boden legen, sieht nicht, wie man den Stecker reinmacht, muss die Klappe aufmachen. Also das ist sehr unschön gemacht. Unsere Leine fürs Heck wird schon mal gelöst. Die Spring geht auch los. Den Rest können wir von Bord machen. Die ist ja nur durchzuziehen. Jetzt harren wir der Dinge, die da kommen. 10 Uhr soll die Brücke aufgemacht werden. Die 10 Uhr sind jetzt erreicht. Der Hafenmeister telefoniert auch schon ganz hektisch und rennt gerade. Oh, es bimmelt. Wir legen jetzt ab. Die Brücke wird jetzt für uns geöffnet. Pünktlich 10 Uhr geht unsere Reise weiter. Der Liegeplatz war schön, alles modern und alles neu. Das Einzige, was hier stört, ist diese Straße hier. Die ist sehr befahren und deswegen ist es nicht unbedingt leise. Das Restaurant, wo der Liegeplatz ist, hat auch bis 23 Uhr geöffnet. Für Leute, die früh schlafen gehen wollen, ist das natürlich dann auch nicht so toll. Schwuppsdiwupps. Und da ist wieder die Sonne, die uns den ganzen Urlaub schon mit begleitet. Alkmaar würde ich jederzeit empfehlen. Man kann hier super gut shoppen und auch essen. Ah, ist die Fähre von A nach B. Da kriegt er bald einen Drehwurm, wenn er immer nur 5 Meter hin und 5 Meter zurück fährt. Jetzt verlassen wir den schönen Hafen Alkmaar. Es war ein ganz netter Hafenmeister. Kaum, dass wir losgefahren sind, stehen wir schon vor einer nächsten Brücke. Hier ist ein schöner Park, wo man halt mit dem Hund Gassi gehen kann. Da dürfen die Hunde auch frei laufen. Die Brücke wird für uns jetzt geöffnet, die Friesebrücke. Und die nächste Brücke ist eine Eisenbahnbrücke, die öffnet dann um 10:40 Uhr. Die wissen auch schon Bescheid, dass wir kommen. Hier ist alles ein bisschen schön bepflanzt, damit die Bienen auch was finden. Ach, die Brücke da vorne auch schon rot-grün. Klappt ja wunderbar. Da hinten, ich glaube, steht noch ein Hafen, wo man auch anlegen könnte, wenn man nicht mitten in der Stadt liegt. Diese Brücke geht seitlich weg. Das ist hier jetzt die 3. Brücke innerhalb von 5 Minuten. Und die gehen alle hintereinander weg automatisch auf. Wir haben uns über Kanal 20 angemeldet, dass wir durchfahren möchten. Und dadurch werden die Brücken auch relativ schnell geöffnet durch den Brückenwärter. Okay, wir gehen jetzt zurück und ich versuche den hinteren Poller zu kriegen. Die Brücke macht erst in einer Viertelstunde auf. So, wir liegen jetzt hier zwischen den Pollern, haben eine Konstruktion gebaut und stehen jetzt so im Wind und nichts kann passieren. Da müssen wir nicht eine Viertelstunde lang rumgurken. Pünktlich um 10:40 Uhr öffnet die Eisenbahnbrücke für uns und wir können durchfahren. Besser geht's nicht. Da fährt der Zug lang. Da vorne kommt dann schon wieder die nächste Brücke. Eine weitere Brücke, die können wir so passieren. Das passt von der Höhe. Dahinter diese Brücke hat auch schon rot-grün, sodass wir dann auch gleichzeitig die mit durchfahren können. Und jetzt verlassen wir Alkmaar. Wie viele Brücken waren das insgesamt? 7, 8, 7? Ja, hier wird eine Menge. Nachdem wir die Stadt verlassen haben, fahren wir jetzt durch schöne Landschaften. Hier kann man eine Windmühle sehen und die Brücke wird auch gleich wieder geöffnet. Ah ja, die wird reingeschoben. Die Brücke ist jetzt offen und jetzt haben wir grün und können durchfahren.
Die Brücke geht nicht nach oben, sondern die wird eingezogen. Die Brücke ist schon für uns geöffnet. In dem Fall haben wir aber Gegenverkehr und deswegen haben wir von unserer Seite aus rot, bis das Schiff durch ist. Jetzt haben wir grün. Kleine Engstelle, hier wird gebaggert. Ansonsten passiert auf dem Kanal bis den Helder nicht viel. Ab und zu mal eine Brücke und das war's auch schon. Hier an der Schorldammer Brücke. Frank hat ihn jetzt per Telefon erreicht. Auf Funk hat er nicht reagiert. Wir liegen jetzt vor der Schorldammer Brücke. Ich habe gerade schon mit dem Brückenwärter telefoniert und der sagt, er macht in ungefähr 5 Minuten auf. Wir fahren hier im Konvoi von 3 Booten. Das ist eine Linsen, das sind auch aus Deutschland. Und da sind Jürgen und Marina von Boater on Tour. Wir hatten jetzt schon eine ganze Weile. Manchmal versteht man die Brückenwärter nicht. Weil es macht überhaupt keinen Unterschied für die Autofahrer, ob die Brücke jetzt oder 5 Minuten später geöffnet wird. Warten müssen immer irgendwelche. Endloser Warterei geht es jetzt doch auf Rot-Grün. Gleich soll es also losgehen. An dieser Brücke hat es etwas länger gedauert, bis sie geöffnet hat. Dann kommen auch ganz viele Boote. Wir haben natürlich Glück, dass für uns geöffnet wurde. Da hat uns der Brückenwärter jetzt an der letzten Brücke etwas hängen lassen. Er hat auf den Gegenverkehr gewartet, uns aber am Telefon nicht Bescheid gesagt, sodass wir gar nicht wussten, warum, solange die Brücke nicht öffnet. In Friesland hätten wir da 2 Öffnungen draus gemacht. So wohnt man natürlich auch toll am Kanal. Traumhaft. Bei dieser Brücke hatten wir Glück. Wir sind angekommen und es war gleich rot-grün. Die Brücke öffnet auch schon, sodass wir gleich wieder durchfahren können. Hier auf der linken Seite ist ein kleiner Kramerladen. Da haben wir damals einen Kompass gekauft, um unsere Antenne ausrichten zu können. Fernsehen gucken zu können. Hier rechts ist ein Liegeplatz. Da haben wir schon mit unserem B-Liner damals gelegen und sind dann mit den Fahrrädern zur Küste gefahren. Schafe waren damals auch schon da. Hier wird fleißig Strom gemacht. Kleiner Stau auf der Brücke. Weil die Schranke nicht runtergeht, passiert noch nichts. Genau so ist es. Wir müssen die Schranken runtergehen. Heute haben wir einen Brückentag. Das ist die nächste Brücke, die wir passieren möchten. Und sie zeigt auch schon wieder rot-grün und geht auf. Je nördlicher wir kommen, umso steifer wird die Brise. Gegenseitiges Filmen. Eine weitere Brücke wird für uns geöffnet. Jetzt ist grün. Ich habe mich vertan, hier links bei dem Chinesen war. Okay. Von außen nicht so vertraut, direkt raus. Und auf geht's zur nächsten Brücke. Das ist eine Eisenbahnbrücke. Die geht pünktlich auf. Die geht ja nur alle halbe Stunde auf und wir haben genau versucht abzupassen, dass wir hier sind, wenn die Brücke aufgeht, und hat auch gut funktioniert. Ja, letzte Brücke, die für uns geöffnet wird für heute. Ich hoffe, ja, in einer guten halben Stunde sind wir in den Wäldern. War eine lange Brückentour heute. Das war unsere letzte Brücke für heute. Und hier vorne biegen wir links in den Kanal rein. Bald ist unser Reiseziel erreicht. Nach fast 5 Stunden haben wir Den Helder erreicht. Hier ist jetzt die große Schleuse. Durch die müssen wir dann raus, wenn wir nach Texel wollen, weil hinten ist gesperrt. Wir versuchen jetzt hier binnen einen Liegeplatz zu kriegen, weil wir nicht durch 2 Schleusen wollen, um in den anderen Hafen zu fahren. Glück gehabt, gerade rechtzeitig gekommen, noch einen schönen Kopfplatz gekriegt. Frank steht da drüben und die hinterher gefahren sind da hinten auch noch am Meldesteiger untergekommen. 25 € inklusive Strom und Duschen ist nicht teuer. Richtig schön hier wieder im Privathafen.
Da oben ist auch das Hafenkontor. Da kann man was trinken, Kleinigkeit essen. Wir sind am Fred-Hoff-Steiger. Ganz am Ende. Wunderbar. Das tut man nicht alles für YouTube. Die einzige Möglichkeit, das hochzuladen, ist hier oben auf der Kante. Habe ich den besten Empfang. Hier geht es zum Hafenmeister auf. Die Treppe. Und hier Dusche. Ist frei. Schön ist auch die Tür, mit der man den Duschraum abtrennen kann. Da bleiben die Klamotten trocken. Der Druckknopf ist wie früher im Schwimmbad. Man muss immer drauf drücken, damit das Wasser weiterläuft. Aber dadurch gibt es keine Wasserverschwendung. Es gibt immer wieder neue Lösungen, die man so in den Häfen sieht. Ja, sehr schön. Waschmaschinen gibt es auch. Alles perfekt. Ja, drüben im Hafen liegen wir, sind jetzt hier über die Brücke und marschieren jetzt mal nach Den Helder. Es weht ein strammer Wind. Hier nach der Brücke sind noch jede Menge Plätze frei, aber da brauchen wir die Genehmigung vom Hafen, um hier liegen zu dürfen. Aber ich denke mal, wenn der Hafen voll gewesen wäre, hätten wir das hier sicherlich bekommen. Hier gibt es jede Menge Strom. Ein dicker Rhein. Ein Flusskreuzfahrtschiff. Das muss ja hier vorbei. Kann natürlich drüben an die Kade gehen. Oder der dreht hier drin. Dann legt er sich da vorne hin. Ja. Hier wäre die Zufahrt zum Passantenhafen Wilhelmsort gewesen. Aber da müssen wir leider durch 2 Schleusen. Wir kommen von innen nicht dran. Der macht Fahrradtouren. Ja, der dreht hier. Mal gucken, wo er rangeht nachher. Da sind noch welche an Bord. Das Drehen passt hier genau. Viel länger dürfte er nicht sein. Am Ende ist das Museum, wo auch das U-Boot steht. Und da geht es dann auch zur Fähre. Ja, hier ist überall Strom, aber wie man da reinkommt, keine Ahnung. Am Abend ist es schon ziemlich ausgestorben. Cool, aber leer. Only Fake Pop. Ohne VIPs, das wäre was für uns. Botox, ja, muss ich noch. Und Gold Members sind wir nicht. Hier wird mit Figuren so das Handwerk dargestellt. Schreiner mit Hobel und Gießerei. Und Anna. Heute sind wir hier beim Chinesen gelandet. Hatten gedacht, heute ist All You Can Eat. Gibt es leider erst morgen. So essen wir jetzt hier ganz normal. Die Hauptspeise ist da Pekingente, gemischt. Hähnchen gemischt. Und Hähnchen. Sieht gut aus. Ja. Und die Ente hat auch gut schon erst ein Stück probiert, war auch lecker. Der erste Chinese in diesem Urlaub. Es hat uns allen sehr lecker geschmeckt. Buffet ist leider erst morgen. 30 Euro, all you can eat. Das wollten wir natürlich machen, aber so haben wir à la carte gegessen und es war auch gut. Wir würden wiederkommen. Das ist jetzt der Hafen, wo wir nicht rein konnten, weil sie leider die Schleuse gesperrt ist für die nächsten Monate. Also wer von draußen kommt, kann natürlich hier sehr schön liegen, wenn man nicht im Salzwasser liegen möchte, sondern geschützt. Ganz alte Werft hier. Trockendock. Ganz altes Trockendock. Ja. Ja, ist alles Museumsgelände. Die ganze Gegend hier ist hier schon neu entwickelt und wird jetzt hinten auch noch erweitert. Deshalb kommen wir auch nicht durch die Einfahrt in den Innenhafen. Das ist ein riesiges Gebiet, was hier zum Museum entwickelt wird. Wenn man Spaß an maritimen Sachen hat, einfach toll. Die Sirene hatte ich da hingelegt, wo wir gedacht haben. Einmal gedreht und jetzt liegt sie hier. Aber für die ist der Strom was mager. Die hat ihren eigenen Diesel. Wer Kibbeling essen will, der kann das auch gleich am Hafen machen. Ein paar Meter weg von der Marina ist die Kibbeling-Bude. Wirklich nicht weit. Der hat heute Morgen 2 Tankwagen gebraucht, um den zu betanken. Da drüben steht schon der nächste Tankwagen für das nächste Schiff. Hier ist die Seedock-Schleuse, von der kann man von draußen in den Hafen fahren. Man kommt leider nicht von binnen rein. Schade. Königliches Institut für Marine. Den Helder hat den großen Marinestützpunkt. Und wir sind jetzt auch schon am Fähranleger. Und wir kommen da hinten morgen raus. Und es geht dann rüber nach Odeschild, nach Texel. Hier kann man auch wunderbar sitzen.
am Land's End und aufs Meer schauen und die Fähren beobachten. Fähre kommt. Da sind Tausende von Möwen, die jetzt hier Futter finden. Kaum angekommen, geht es auch schon wieder los. Es ist so wenig los hier noch, dass die nur eine Fähre einsetzen. Und alle sind mitgekommen, keine Wartezeit. Und Prost. Prost. Bei herrlichem Sonnenschein und tollem Blick aufs Meer gibt Jetzt gefrühstückt und das um 12. lecker Bauernomelett, Oitzmaker und Kroket. Fährhaus Let's End, man kann hier sehr gut essen. Hier auf dem Deich, da ist die Fähre nach Texel. Da hinten ist der Fährhafen. Und hier auf der Seite ist das Marinemuseum mit einem U-Boot, das man auch besichtigen kann. Wir kommen von hinten jetzt nach Den Helder rein. Wir haben die Stadt praktisch halb umrundet. Die Innenstadt, die Shoppingmeile ist jetzt nicht wirklich schön. Wenigstens wo die Geschäfte auf sind, ist heute ein bisschen mehr los. Aber insgesamt lädt das nicht unbedingt zum Shoppen ein. Da war Alkmaar deutlich schöner. Die Seitenstraße ist deutlich gemütlicher. Hier gibt es viele erneuerte Häuser. Richtig schön. Jetzt hat mich der Möwenschiss erwischt. Und auch bis in die Hose rein, zu nah am Haus gestanden. Unser Tagesziel für heute, der Eissalon. Ganz da hinten ist unser Hafen. Hier gegenüber von Damen, der Werft, ist dann auch der Wassersport. Da gucken wir jetzt mal rein. Von der anderen Seite des Kanals ein Blick auf den Hafen und unsere Boote. Hier auf der Straße müssen alle Autos zur Fähre lang. So ganz ruhig ist es daher nicht im Hafen. Da wir keine Lust mehr zum Laufen haben, gehen wir gleich ins Fischrestaurant im Hafen. Hier waren wir das letzte Mal vor 10 Jahren. Gucken, ob wir einen Platz auf der Terrasse kriegen. Klappt. Klappt. Kommt mal durch den richtigen Eingang, wir haben einen Tisch draußen. Er ist direkt am Hafen. Ganz hat natürlich auch noch einen Vordereingang. Fischrestaurant Neptunus. Ich gehe auch mal durch. Hallo. Und da wird für uns gebaut. Surf and Turf. Das Turf ist ganz schön klein. Und wir haben zu dritt die Fischplatte. Also ich glaube, die reicht aber für Die uns reicht. Die reicht. Ja. Ja, lass es euch schmecken, ne? Sehr gut. Ja, heute haben wir hier schön auf der Terrasse im Fischrestaurant Neptunus gesessen. Der Fisch war nicht ganz so optimal, war ein bisschen totgebraten, hätte von der Qualität etwas besser sein können für den Preis. Aber im Großen und Ganzen sind wir satt geworden, alles gut. Die Fahrt von Alkmaar nach Den Helder war ein Kraftakt. 39 Kilometer, 15 Brücken, die für uns geöffnet werden mussten. Es war sehr eintönig und wir haben es in 5 Stunden geschafft und waren froh, dass wir hier sind. Mit Den Helder hat man ein maritimes Flair. Man spürt schon die See. Wir sind hier im Hafen wunderbar aufgenommen worden. Mit 25 €, mit inklusive Duschen und Strom, ist es auch sehr günstig. Hier ein privater Hafen, wirklich toll. Auch waschen kann man hier für 3 €. Alles bestens. Leider konnten wir nicht in den inneren Hafen fahren, weil hier gesperrt ist. Und jetzt geht es gleich weiter Richtung Texel.